Ich war da bei einer befreundeten Familie, die haben mich aufgenommen nach dem Tod meiner Mutter, damit ich nicht ins Waisenhaus kam. Und diese Familie ist vor mir deportiert worden. Ich war nicht auf der Liste, sodass ich weiter in der Wohnung bleiben konnte. Eigentlich müsste ich im Betrieb sein, wo ich Fallschirme nähe. Aber von den Seidenfäden habe ich mir eine schwere Entzündung zugezogen, sodass ich froh bin, von einem Arzt behandelt zu werden, obwohl der eigentlich keine Juden mehr behandeln darf. Man muss sich festhalten. Wenn es an einer Tür klopft, müssen Sie aufmachen. Das ist normal. Das ist eine Regung, die ich mir nie vorher überlegt habe. Aufmachen! Keine Staatspolizei! Da war mir klar, dass ich auf jeden Fall aus dem Haus raus musste. Dann habe ich gewartet, bis alles ruhig war. Und somit kann ich auch nichts retten. Ich kann gerade die Handtasche mitnehmen und einen Mantel. Ich kann nicht einmal sagen, ob ich in dem Moment große Angst hatte oder nicht. Ich hatte einfach einen Lebenswillen. So kann man das nennen. Eine christliche Freundin meiner verstorbenen Mutter nimmt mich auf. Ich kann aber nur ein paar Nächte bleiben. Und wie ich dann bei den Leuten angekommen bin, habe ich natürlich das Erste gemacht, den Stern abzutrennen. Aber ich kann mich entsinnen, dass ich nicht gewagt habe, sofort meine Papiere zu vernichten. Wir müssen aufpassen. Die Nachbarin. Aber wie das weitergehen sollte, mit Essen oder oder irgendwas, habe ich keine Ahnung gehabt, keine blasse Ahnung. Aber ich glaube, das ist, wenn man 17 ist. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Familie und Freunde von Hannie Levy, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur 6. Folge unserer im Oktober letzten Jahres begonnenen, von der Berliner Sparkasse unterstützte Reihe Zeitzeugen im Gespräch, Erfahrungen und Schicksal deutscher Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus. Wir sind hocherfreut, heute Abend Hannie Levy bei uns zu haben und natürlich auch darüber, dass die Resonanz so groß ist. Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Frau Levys Überlebensgeschichte seit dem Herbst letzten Jahres durch den Film Die Unsichtbaren, Wir wollen leben, aus dem der gezeigte Ausschnitt stammt, eine breite Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Ihre ist eine der 4 Biografien im Film, die von dem im Untergrund Überlebenden selbst erzählt und, wie wir gesehen haben, szenisch nachgestellt werden. Im Verlauf unseres Gesprächs werden wir weitere Ausschnitte zeigen und ich möchte an dieser Stelle Tobis Film und dem Regisseur Klaus Reffler für die Erlaubnis hierzu herzlich danken. Hannie Levy ist seit vielen Jahren eng mit dem Jüdischen Museum Berlin verbunden. 2008
hat sie dem Archiv Dokumente und Fotografien gestiftet und wir haben damals mit großer Freude festgestellt, dass sie gut mit anderen Stiftern unseres Hauses befreundet ist, die in den 1930er Jahren mit ihr in die Schule gegangen sind. 2 Jahre später nahm sie erstmals bei unserem archivpädagogischen Programm teil, das von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft gefördert wird. Seither trifft sie uns bei uns regelmäßig Schülerinnen und Schüler und wird auch diese Woche, am Ende dieser Woche, mit 2 Klassen zusammenkommen. Ihre Lebensgeschichte wird in der Dauerausstellung Wir waren Nachbarn im Rathaus Schöneberg präsentiert, wo der Film Die Unsichtbaren diese Woche im Ganzen vorgeführt wird, mit einem anschließenden Gespräch mit Hannie Levy. Ebenfalls ist sie mit unseren Kolleginnen von der Gedenkstätte Stille Helden seit Februar dieses Jahres in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in der Stauffenbergstraße zu Hause eng verbunden. Sie sehen also, meine Damen und Herren, dass die Berlinerin Hannie Levy, die auch nach ihrer Befreiung und Auswanderung nach Frankreich eine starke Verbindung zu ihrem Geburtsort beibehalten hat, in der Gedenk- und Erinnerungskultur der Stadt einen festen Platz hat und eine sehr aktive Rolle spielt. Seit der Premiere des Films hier in Berlin im Oktober letzten Jahres hast du, Hannie, ein enormes Pensum auf dich genommen, mit Auftritten bei mehreren Filmfesten und Vorführungen im deutschen Fernsehen, Talkshows, auf dem Grünen Parteitag in Hannover. Alles keine Selbstverständlichkeit für eine Frau, die am 16. März 94 Jahre alt geworden ist. So bedanke ich mich schon im Voraus auf das Gespräch, auf das wir uns alle sehr freuen. Hannie, Ja. die Szene, die wir am Anfang gesehen haben, zeigt den Moment, wo Sie der Deportationen entgangen sind. Ja. Es war am 3. Februar 1943. War es gerade dieses Ereignis, die den Entschluss dazu geführt hat, dass du untertauchen würdest, oder hattest du früher daran gedacht? Ich habe den Entschluss schon vorher gefasst. Und zwar in dem Moment, in dem meine Großmutter abgeholt wurde, um nach Theresienstadt gebracht zu werden und ich völlig alleine und nichts mehr zu verlieren hatte, habe ich den Entschluss gefasst, nicht mitzugehen, wie man sagte. Aber ich habe keinerlei Plan haben können, ich habe keinerlei Geld gehabt und noch weniger Beziehung. Ich musste das dem Zufall überlassen. Wir werden natürlich ausführlich über dein Leben als U-Boot, wie es damals hieß, sprechen, aber zuerst möchte ich über deine Kindheit und über deine Schulzeit reden. Du bist 1924 in Berlin geboren, wo auch deine beiden Eltern auch auf der Welt gekommen sind. Dein Vater zählte zu den 100.000 deutschen Juden, die im Ersten Weltkrieg gedient haben, und er hat ja in eine besondere Kompanie seinen Dienst geleistet. Ja, mein Vater war in der sogenannten, zufällig wahrscheinlich, Richthofen-Staffel als Bildbeobachter, weil er Fotograf war. Und wie der Herr Richthofen abgeschossen worden war, übernahm Herr Göring diese Kompanie. Und mein Vater blieb wahrscheinlich bis zum Ende des Weltkrieges dort, aber er hat nie etwas und sehr wenig von diesem Krieg erzählt. Wir werden auch darauf zurückkommen im Verlauf unseres Gespräches. Wir sehen hier die Familie. Hannie, du warst Einzelkind. Ein Bild aus dem Jahr 1939, die wir auch noch einmal sehen werden. Deine ersten 6 Lebensjahre hast du in Berlin-Tempelhof verbracht. Wir sehen ein Foto hier im Kaufhaus Tempelhof aufgenommen und ein zweites Foto zusammen mit deiner Mutter
Weißt du noch, wo das Foto aufgenommen wurde? Nee. Wie war deine Kindheit in Tempelhof? Ich muss sagen, ich habe eine relativ gute Kindheit gehabt. Ich war ein Einzelkind, meine Eltern haben mich verwöhnt oder meine Großeltern. Und wie es damals so war, man war ein Kind und die Probleme, die es wirklich gab, kamen nicht an uns heran, zumindest nicht an mich. Du wurdest eingeschult als Siebenjährigen 1931 und zwar in der Volksschule in der Gneisenaustraße, also unweit von wo wir heute sitzen, im heutigen Jüdischen Museum Berlin. Die Familie hat dann in der Solmsstraße gewohnt. Wie waren diese ersten Jahre? Gestern Abend hast du mir erzählt, dass du um ein Jahr zurückgestellt würdest. Ja. Damals hat man noch darauf geachtet, dass die Kinder nicht zu überfordert werden. Und ich war wahrscheinlich zu klein und zu schmächtig, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat der Arzt gesagt, du kannst noch ein Jahr warten. Und so bin ich erst mit 7 Jahren in die Schule gekommen. Es ist, glaube ich, für uns alle schwer vorzustellen, dass Frau Levy zu klein für die Schule gewesen ist. Aber auch mit 7 Jahren die Schule zu beginnen, ist, glaube ich, auch schon durchaus ein Vorteil. Und diese ersten Jahre in der Schule waren eigentlich so ganz normal. Wie würdest du denn, nachdem die Nationalsozialisten Januar 1933 an die Macht gekommen sind? Ich kann wirklich nicht sagen, dass ich unter Angriffen gelitten habe. Ich kann mich besinnen, dass der Reichspräsident Hindenburg seinerzeit allen Frontkämpfern, ganz egal welchen Glaubens und so weiter, nochmal ein eisernes Kreuz verliehen hat. Und mein Vater bekannt das auch. Und mein Vater sagte mir damals, du kannst das mitnehmen in die Schule und damit du beweisen kannst, dass Juden auch keine Feiglinge waren. Und ich bin auch treu und brav mit dem Orden in die Schule gegangen und habe das der Lehrerin gezeigt. Und die hat das hochgehalten in der Klasse. Und ich habe keinen Beifall bekommen, aber man hat das notiert. Ja, das war keine Eiserne Kreuz, das war der Ehrenkreuz, was für alle Frontsoldaten vergeben würde. Und das ist auch sehr interessant. Hier im Archiv haben wir sehr viele von diesen Ehrenkreuzen und auch von den begleitenden Bescheinigungen. Und das Interessante dabei ist es, dass deutsche Männer, die schon emigriert waren, sind zu deutschen Konsulate dann gegangen bis 1939, um dieser Ehrenkreuz dann zu bekommen. Und dein Vater, der in einem sehr renommierten Kompanie dann gedient hat, dein Vater hat das natürlich dann auch gemacht, ja, nach seiner Geschichte ebenso mit der Luftwaffe. Du hattest mal auch erzählt, dass schon als kleines Kind hast du Straßenkämpfe zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten erlebt? Da wir in dem Kreuzbergviertel gewohnt haben, in der Gegend, wo es Kommunisten und Nationalisten immer aufeinander trafen, besonders wochenends. Man konnte vom Fenster aus die Krawalle sehen, aber man hat sich nicht rausgelehnt, das war viel zu gefährlich. Man hat die Fenster schön zugemacht und ist wieder reingegangen. Aber es war deutlich, dass es viele, viele Straßenkämpfe gab. Und das ist jetzt eigentlich in der Zeit, bevor die Nazis an die Macht gekommen sind. Als sie an die Macht gekommen sind, hat sich was für dich in der Schule geändert? Ja, es hat sich in der Schule geändert. Ich musste in eine jüdische Schule, bin ich eingeschult worden, in der Schule von der jüdischen Reformgemeinde in der Joachimsthaler Straße 13. Das war ein Logenhaus früher und ist umgebaut worden von der Reformgemeinde als Schule. Ja, und das war 1935, also du hast die Volksschule in der Gneisener Straße abgeschlossen. Ja. Und dann, wir haben ja gestern, auch als wir uns getroffen haben, darüber spekuliert,
ob dieser Wechsel zu der Schule, eigentlich war es, dass du eben nicht eben zu einer weiterführenden öffentlichen Schule wegen dem Gesetz gegen der Überfüllung deutscher Schule und Hochschule, was schon April 1933 dann ins Kraft trat, was die Anzahl von jüdischen Schülern in öffentlichen Schulen auf 5% der Schülerschaft begrenzte, aber es erlaubte nur 1,5% der Schüler, die neu eingeschult wurden, eben an öffentlichen Schulen. Es kann sehr gut sein, dass Hanni damals eben nicht in einer öffentlichen Schule ihre weitere Schulbildung machen konnte, sondern eben auf die Schule, das hieß Josef-Lehmann-Schule, und die Schule ist ja auch 1935 eröffnet. Und wir sehen hier ein Foto, was sicherlich nicht von 1935 ist. Das ist im Hof von der Nummer 13 Joachimsthaler Straße. Das ist ein Hof, denn das war ja wie gesagt, ein großes Logenhaus. Ich weiß nicht von welcher Loge. Und wir hatten ein vorzügliches Unterricht, denn wir hatten alles zum großen Teil Hochschullehrer, die woanders nicht mehr arbeiten durften, sodass wir ein gewisses Niveau bekommen haben. Und als die Schule vorbei war, hatte ein gewisses Niveau. Und auf dem Foto hier sehen wir dich rechts außen in der ersten Reihe mit Kommilitoninnen. Mit meinen Mitschülerinnen. Und allerdings die Schule hatte auch Mädchen und Jungs. Zuerst waren Mädchen und Jungs getrennt. Aber wie dann immer mehr Leute auswanderten, wurden die Klassen zusammengelegt. Und kannst du dich auch daran erinnern, dass auch viele Lehrer dann weggegangen sind? Also darauf kann ich mich nicht entziehen. Du bist ja von der Solmstraße jeden Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule gefahren. Ja, die Solmstraße ist, glaube ich, zweite oder dritte Querstraße an der Gneisenaustraße, vom Mehringdamm aus gesehen. Und ich musste vom Mehringdamm mit der Straßenbahn, bin ich dann bis zur Gedächtniskirche gefahren. Und man wurde die ersten paar Tage, hat mich mein Vater dem anvertraut, aber nachher ging das ganz gut alleine. Und du wurdest nie belästigt, als du auf dem Weg zur Schule warst? Nein. Und fühltest du dich dann wohler in der Schule als in der Volksschule? Ich fühlte mich sehr wohl in der Schule, aber ich glaube nicht, dass ich einen großen Unterschied empfand. Ich bin eigentlich gern zur Schule gegangen. Und es ist ja häufig gewesen, dass sowohl in jüdischen Gemeindenschulen wie vor allem in den jüdischen Privatschulen gab es eine wirklich so Schwerpunktlegung auf Sprachen, aus Fremdsprachen, als Vorbereitung für die Emigration. War das auch in der Josef-Lehmann-Schule so? Du sagst, ob die Josef eine Privatschule war? Nein, ob es dann auch eine Fokussierung, einen Schwerpunkt auf Sprachen gelegt hat. Ja, aber die musste man extra bezahlen und das konnten meine Eltern nicht. Waren deine Eltern Mitglieder der Reformgemeinde? Meine Eltern waren von niemandem Mitglieder. Nichtsdestotrotz, wie war das mit dem religiösen Leben in der Familie Weißenburg? Ja. Ich glaube wenn ich heute darüber nachdenke, war da seinerzeit, ist mir gesagt worden, du bist Jüdin, du kannst stolz drauf sein und so weiter, hat mein Vater gesagt. Und wenn man dich beschimpft, gehst du deinen Weges, aber wenn man dich angreift, dann musst du dich wehren. Und er meinte, dass die Religion eine Privatsache ist und dass wir vor allem erstmal Deutsche waren. Ist er in die Synagoge gelegentlich gegangen? Bitte? Ist der Vater gelegentlich zur Synagoge gegangen? Ja, zu den großen Feiertagen. Wir sind zum großen Feiertagen in die Synagoge gegangen und ich weiß nicht, ob es wahr war, aber ich weiß, Papa ging mit einem Zylinderhut, stolz und mit seinem Gebetbuch unter dem Arm geklemmt. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, das gehört dazu, aber vielleicht hat er provoziert, das weiß ich nicht. Nein, das gehörte auf jeden Fall dazu,
Weißt du, in welche Synagoge die Familie gegangen ist? In welche Synagoge? Das war die Synagoge von der Lindenstraße, nicht hier. Ich glaube, das war hier irgendwo in der Gegend. Richtig, das ist einfach die Straße hoch, wo heute diese Gedenkstätte von Michael Ullmann ist, mit den Bänken, also in einem Hinterhof. Das war eine große liberale Synagoge mit Plätzen für 1800 Personen. Also du kanntest dich auch hier in der Gegend durchaus aus. Ja. Es kam der Pogrom von November 1938. Wie hast du diesen Tagen erlebt? Ja, ich bin zur Schule gefahren, wie üblich, und habe mich gewundert, dass so viele Fensterscheiben in den Läden eingeschlagen waren. Die erste, habe ich gedacht, da war eingebrochen worden. Aber dann nachher ging das am laufenden Band. Und wie wir in die Schule kamen, hat man uns gesagt, wir müssen gleich wieder nach Hause fahren, denn die Synagogen brennen und es ist ich weiß nicht, was sie mir gesagt haben, aber wir mussten wieder nach Hause fahren. Und dann sind wir nach Hause gefahren und blieben auch, dann haben wir die Ereignisse natürlich erfahren und ich blieb dann einige Zeit zu Hause, bis die Schule wieder angefangen hat. Für das Publikum übrigens, die Josef-Lehmann-Schule war untergebracht, wie Hanni Levy erzählt hat, in der Joachimsthaler Straße 13. Und heute, ich glaube, das war die Aula oder war es der Sport, der Gymnasium? Ja, wir hatten eine wunderbare Turnhalle. Turnhalle, ja. Denn das war, glaube ich, der Versammlungssaal von der Loge. Aber der Turnsaal war sehr schön. Und ich wollte auch sagen, das ist heute eine orthodoxe Synagoge in der Joachimsthaler Straße. Einige von Ihnen werden das wohl kennen. Was hat sich dann für deinen Eltern nach der Kristallnacht geändert? Bitte? Was hat sich dann für deine Eltern geändert nach der Kristallnacht? Ja, also sehr schwer zu sagen. Wir haben das ertragen. Mein Vater hat sowieso nicht mehr arbeiten dürfen. Aber er hat ja was unternommen, um doch den Arbeit zu bekommen. Also die Juden durften nicht mehr arbeiten. Und wissen Sie, ich habe das nicht ganz mitgekriegt. Man hat nicht mit mir darüber gesprochen. Man hat nur erklärt, dass es schwer werden wird für uns Juden. Aber ich weiß nicht warum, aber die Eltern sind darauf nicht eingegangen, um die Kinder vielleicht nicht zu beunruhigen. Und mein Vater hatte natürlich keine Arbeit mehr als Fotograf. Und er hat den Entschluss gefasst, da Herr Göring seinerzeit sein Kommandant war, hat er ihm einen Brief geschrieben nach Karinhal. Und wir haben schon woanders gesehen, aber er ist zum Arbeitsamt in der Fontaner Allee beordert worden und dort hat man ihm gesagt, Juden dürfen nicht arbeiten, aber man muss ihm Arbeit geben, weil auf dem Brief gestanden hat, unbedingt Arbeit zu geben. Denn mein Vater hat dem Herrn Göring nur geschrieben, also dass er im Weltkrieg war, dass wir Juden sind, und er muss arbeiten, um seine Familie zu ernähren. Man hat ja nicht gewusst, was hinterher kam. Und so hat mein Vater noch arbeiten können bis zum November 1939 in einer Dunkelkammer, also die Filme, die Bilder zu entwickeln. Und dann hat man ihn im November 1939 zum Kartoffelnbuddeln geholt. Mein Vater war schwer asthmaleidend und es gab sowieso keine Pflege mehr. Und dann ist er nach Hause gekommen und im Januar ist er dann gestorben. 1940. Also es scheint so, dass Hermann Göring interveniert hat, sodass dein Vater eben arbeiten konnte für ein Jahr.
er hat ja zuvor auch versucht, teilweise zu Hause auch dann Porträtaufnahmen zu machen. Ist das ja, richtig? aber das ging nicht mehr, denn erstens waren die ganzen Apparate völlig veraltet. Das waren große Apparate aus Holz. Ich kann mich nur ganz langsam daran erinnern. Und die Vergrößerungsapparate waren enorm. Und es ging nicht, es war verboten. Und es gab ja auch keine Kundschaft für uns mehr. Du hast ja erzählt, dass die Eltern eben beide gesundheitlich angeschlagen waren. Gab es Überlegungen innerhalb der Familie schon vor November 1938, aber auch danach, eine Möglichkeit zu finden, dass die Familie emigrieren konnte oder dass du zumindest mal aus dem Land kommen konntest? Nein, man hat darüber nie nachgedacht. Ich meine, du fragst, ob ich in einen Transport. Das wäre natürlich eine Möglichkeit nach dem November 38. Die Rede war gar nicht drauf. Die Rede gab es gar nicht. Da hat man gar nicht dran gedacht, jedenfalls wir nicht. Und ich glaube, dass wenn meine Eltern gelebt hätten, würde ich hier nicht mehr sitzen. Es ist interessant, weil die ersten Kindertransporte, die nach England gefahren sind, waren meistens für Kinder, die in Waisenhäusern gelebt haben, aber auch durchaus Kinder aus Familien, die unterbemittelt waren. Aber das kam so für dich nicht in Frage. Du bist dann zurück zur Schule gegangen, aber wie lange bist du dort geblieben? Nicht mehr so lange. Nein, ich bin mit 15 Jahren abgegangen. Also das war zu Ende. Die Schule war zu Ende. 10. Klasse? Ja, und die letzte Klasse, da war ich 15, weil ich ja ein Jahr später in die Schule gekommen bin. Wir sehen ein Bild von dir hier gerade aus dem Jahr 1939. Was hast du dann gemacht? Dann hatte ich weiß nicht mehr wie, aber ich bin zu einer jüdischen Apothekerfamilie gekommen, die lebte in der Ritterstraße, glaube ich. Ecke Lindenstraße, ist das möglich? Ritterstraße. Ja. Und die hatten ein Baby und ich habe dann auf das Baby aufgepasst, während die in der Apotheke noch gearbeitet haben. Und wie hast du den Beginn des Krieges erlebt? Bitte? Den Beginn? Den Beginn des Krieges. Ja, wie alle Leute durch die Zeitung. Aber ich habe mir überhaupt nichts darunter vorstellen können. Und du hast erzählt, dass kurz nach Kriegsbeginn, also im November 1939, dürfte dein Vater nicht mehr diese Arbeit in der Dunkelkammer. Er wurde zur Kartoffelernte dann verpflichtet und starb nur 2 Monate danach, im Januar 1940. Du warst also allein mit der Mutter. Wenige Monate später musstest du auch Zwangsarbeit leisten. Ich bin im Juli 1940 zwangsverpflichtet worden, wie das so hieß, und zwar in der Spinnstofffabrik Zehlendorf. Die war auf der Grenze zwischen Teltow und Zehlendorf. Und man kam dorthin mit einer sehr langen Reise in der Straßenbahn, vom Beringdamm aus, ja. Und wir mussten Tag- und Nachtschicht machen. Und die Tagschicht war sehr früh und die Nachtschicht hörte sehr spät auf. Und wie waren die Arbeitsbedingungen? Wir hatten gelbe Binden, wir hatten einen Saal, das nannte sich die Zwirnerei. Da drehten sich die Spulen so und das wurde dann gezwirnt. Und wir hatten gelbe Binden und an diesem Saal stand dran, Judenabteilung, Eintritt verboten. Was natürlich sinnlos war, denn die Leute wollten sich ja die Juden ansehen, nicht? Und es arbeiteten noch viele jüdische Männer und junge Männer, aber in anderen Abteilungen von der Spinnstofffabrik, und zwar dort, wo diese Giftgase war, ich weiß nicht, ob das Schwefel oder irgendetwas war, jedenfalls sind die dann manchmal mit Augen rausgekommen, furchtbar.
Und wir hatten eine relativ, wie soll ich sagen, ruhige Arbeit, denn wir hatten einen Vorarbeiter, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, aber der war eigentlich anständig. Ich meine, er hat uns hat keine Schikanen, er hat uns nicht schikaniert. Wenn wir gearbeitet haben, er hat uns nicht schikaniert, aber wir hatten auch eine Vorarbeiterin, die war das Gegenteil. Das war der sogenannte geschlossene Arbeitseinsatz. Also die jüdischen Zwangsarbeiter haben nur mit anderen Juden und Jüdinnen zusammengearbeitet in Hunderte, eigentlich Tausende Fabriken in ganz Deutschland. Es gab ja hier in Berlin allein Hunderte von Orten, wo jüdische Zwangsarbeiter verpflichtet waren. Aber alle Vorgesetzten, alle Vorarbeiter waren eben nicht Juden. Und es gab auch getrennte Bereiche, es gab getrennte Toiletten. Du dürftest mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil du so weit weg von der Fabrik gearbeitet hast. Wenn man arbeitete, hatte man die Erlaubnis, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Naja, und wir waren jung und etwas frech und sind auch manchmal woanders hingefahren mit dem Ausweis als nur zur Arbeit. Eine andere Frage, die im Zusammenhang mit Zwangsarbeit auftaucht, ist, ob du oder andere Mitarbeiter, Zwangsarbeiterinnen versucht haben, so kleine Sabotageakten zu machen. Nicht Sabotage, irgendwas nicht richtig zu machen? Also, oder? Mir ist nicht bekannt von Sabotage, jedenfalls in meiner Abteilung. Ich glaube, wir haben gedacht, es bleibt dabei. Wir müssen arbeiten, naja, und wenn dann das mal zu Ende ist, ist wieder alles in Ordnung. Und kanntest du andere Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter, die von der Zeit bevor du dort gearbeitet hast? Gab es ich kannte Bekannte keine, oder? nein. Keine. Nein. Hast dich aber mit manchen dann angefreundet dort? Bitte? Hast du dich mit manchen von den anderen Zwangsarbeitern? Naja, wir waren junge Leute und wie alle jungen Leute, wenn sie nicht unbedingt bedroht sind, hat sich das dann ergeben. Wir waren gute Kameraden, Freundschaften haben sich gebildet und es war nun für sich wir waren vielleicht zu sorglos. Erinnerst du dich, Hanni, an den 19. September 1941, als der sogenannte Judenstern eingeführt wurde? Ja, natürlich weiß ich das. Wir haben den Judenstern ganz schön angenäht und naja. Und dachtest du, jetzt hat die Verfolgung und Ausgrenzung doch andere Höhepunkt erreicht mit dem Tag? Ich glaube, ich dachte gar nichts. Ich glaube, ich habe das getragen, wie wir alle das ertragen haben. Und irgendwie habe ich vielleicht den Kopf sogar höher gehalten. Ich weiß es nicht. Nur 1 Monat später beginnen die Deportationen aus Berlin und aus anderen Großstädten und Kleinstädten. Hast du überhaupt mal in diesen Monaten, dem Herbst 1941, auch das mitbekommen, dass deportiert wurde? Es gab viele Leute, die plötzlich nicht mehr zur Arbeit kamen. Die waren deportiert worden und ich habe eines Tages eine Postkarte bekommen aus Litzmannstadt von einer Freundin, wollen wir mal sagen, von einer Kameradin, die mir geschrieben hat, dass sie in Litzmannstadt angekommen sind und sie hat ihre Mutter wiedergefunden und sie hat kein Geld und ich habe die Karte immer noch. Ich habe die Karte im Jüdischen Museum übergeben. Und andere Abschiedsbriefe habe ich dann bekommen von Kameraden, die abgeholt worden sind, die mir erzählt haben, wie sie zu Hause waren die Abholer da und also das war eine sehr schwere Zeit. Du musstest aber mit deiner Mutter nicht umziehen
oder? In einem Nein, Judenhaus? nein, nein. Meine Mutter ist in der Sonnenstraße gestorben. Und das war am 29. Januar 1942. Das war am 29. Januar 1942. April, Die Mutter? ja. Entschuldigung. Mein Vater ist im Januar geboren. Entschuldigen Sie. gestorben. Ja, aber das ist ja auch egal. Meine Mutter war schwer Nieren- und Herzleidend. Denn die Niere zieht gewöhnlich das Herz nach. Sie war so krank, dass man sie nicht zum Arbeitseinsatz eingerufen hat. Aber sie war auch, und wir haben ja auch nicht mehr viel zu essen bekommen. Wir durften ja nur zu einer gewissen Zeit einkaufen und das auch beschränkt. Und ich weiß heute auch nicht mehr, was ich für ein Gehalt bekommen habe, weiß ich nicht mehr. Und es ist mir heute wirklich nicht mehr klar, wie wir durchgekommen sind. Ich weiß es nicht. Meine Großmutter hat immer noch gelebt in der Mackensenstraße, also heute Lasker-Schülerstraße. Und wenn wir uns sehen wollten, mussten wir zu Fuß uns treffen. Hier ist ein Bild von der Großmutter. Nachdem deine Mutter gestorben ist, du konntest erstmals in der Wohnung dann bleiben, in der du mit deinen Eltern gelebt hast. Ja. Beide Eltern sind gestorben und beide dann beerdigt auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee. Meine Mutter ist beerdigt worden. Wir hatten eine besondere Erlaubnis, nach Weißensee zu fahren, um meine Mutter in das Grab meines Vaters, also in die Grabstelle zu bringen. Und meine ganzen Kameraden aus der Fabrik, wir hatten Nachtschicht, sodass am Tage haben meine Mutter begleitet. In der Szene, die wir am Anfang gesehen haben, erzählst du, dass du doch dann aus der Wohnung gezogen bist und zu Freundin deiner Mutter, jüdischer Freundin deiner Mutter, um einen Umzug in einem Waisenhaus dann nicht folgen Es zu waren müssen. Freunde meiner Mutter, Jugendfreunde, glaube ich, weiß nicht, die wollten verhindern, dass ich in ein Waisenhaus kam und haben mich zu sich genommen in die Augsburger Straße. Deine Großmutter lebte weiterhin allein in der Mackensenstraße? Ja, ich kann mich nicht entsinnen, meine Großmutter lebte bei ihrer Schwägerin. Diese Schwägerin hatte 2 Kinder, also Erwachsene, einen Sohn, zwei Söhne und eine Tochter. Und die sind natürlich deportiert worden und die Schwägerin auch. Es ist mir unbekannt, zu welchem Zeitpunkt, aber jedenfalls hat meine Großmutter dann alleine in der Wohnung gewohnt. Und die Deportationsbefehle für deine Großmutter kamen dann im Oktober 1942 und du hast sie dann begleitet in diesen letzten Tagen in Berlin. Ich bin nicht zur Arbeit gegangen und habe bei ihr geschlafen. Und wir haben den ganzen Tag gesessen mit einem Köfferchen und darauf gewartet, dass sie abgeholt wird. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie ich das verhindern kann, aber das ging natürlich nicht. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich erleichtert war, dass meine Eltern ihren eigenen Tod gestorben sind. Es ist ihnen viel erspart geblieben. Aber meine Großmutter ist dann leider in Theresienstadt umgekommen. Und sie würde ja zu einer Sammelstelle in der Große Hamburger Straße oder da in der Nähe. Bitte? Sie war ja in einer Sammelstelle an der Große Ja, Hamburger Straße. also nachdem sie da in so einem kleinen Leiterwagen abgeholt worden ist, habe ich meinen Ausweis benutzt und bin nachgefahren. Das war ungefähr in der Coriner Straße oder in der Großen Hamburger Straße, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und da habe ich gesehen, wo man sie hingebracht hat. Es war schon spät, denn es ist am späten Nachmittag gewesen.
Und am nächsten Morgen bin ich wieder hingefahren zu ihr. Und sie hatte die Hoffnung, dass sie vielleicht ihren Sohn wieder sieht, wenn alles vorbei ist. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich diese Episode nie verkraftet habe. Das war viel schlimmer wie die Beerdigung meiner Eltern. Sie war über 80. Und hattest du überhaupt mal eine Nachricht von ihr aus Theresienstadt erhalten? Niemals. Anfang Februar 1943, wir haben die Szene dann gesehen, waren die meisten Bewohner in dem Haus, in dem du wohnst, die würden alle zur Deportation abgeholt und das wäre dein Schicksal gewesen. In dem nachgestellten Filmszene haben wir es gesehen, es ist so dargestellt worden, dass du gewartet hast, du hast die Tür nicht aufgemacht und gewartet hast, bis die Gestapo weg waren und dann bist du auf der Straße gegangen. In Wirklichkeit war die Situation noch viel gefährlicher. Nein, also im Film ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich muss dazu sagen, wie meine Großmutter abgeholt worden ist, habe ich den festen Entschluss gefasst, dass ich nicht mitgehe. Denn ich hatte nichts mehr zu verlieren, ich hatte nur zu gewinnen. Und ich wusste keineswegs wie, wo und wann natürlich. Und wie ich in dem Hause war, wo ich gewohnt hatte, das Haus die waren versiegelt. Auf der einen Seite war die Tür versiegelt, auf der anderen, wo ich raus konnte, zur Arbeit zu gehen. Und wie hast du gesagt, dass ich da gewohnt habe, dass ich da noch geblieben bin? Nein, ich erinnere mich sehr gut von den Workshops, die wir miteinander gemacht haben, dass die Art und Weise, wie du aus dem Haus gekommen bist, doch komplexer und auch gefährlicher war als vorgestellt im Film. Es hat sich ergeben, dass ich ein paar Tage vorher einen verletzten Finger hatte. War verletzt, mein Zeigefinger war verletzt. Und ich musste den einzigen Arzt aufsuchen, der noch Erlaubnis hatte, uns zu behandeln. Der hat mir den operiert und hat mir eine große Puppe gemacht. Und damit bin ich nach Hause gekommen. Und an diesem Tage, er hat mir sozusagen das Leben gerettet. Denn ich war im Hause, als man kam, die jüdischen Mitbewohner abzuholen. Es hätte ja auch anders kommen können. Ich könnte am Abend hin oder es war der Moment, den ich unbedingt benutzen musste, um sofort aus dem Haus zu kommen. Und ich bin aus dem Haus gekommen. Der Film ist kann nicht immer alle Einzelheiten zeigen. Ich habe meinen Stern nicht abgetrennt, denn es war mir klar, wenn ich rausgehen musste ich so rausgehen, wie wenn es normal wäre. Und ich bin nur rausgekommen, weil ich bei Leuten geklopft habe. Ich war im Hinterhaus und die Leute geklopft haben, die im Vorderhaus waren, aber einen Dienstboteneingang hatten im Hinterhaus. Sodass und habe ich dort geklopft. Und da hat er gesagt, nein, um Gottes Willen, Sie können nicht, wir haben hier Abholer. Also ich habe das gar nicht mehr gehört. Ich habe den Mann beiseite geschoben und habe die Tür aufgemacht und bin die Treppen runtergelaufen. Ich habe furchtbare Angst vor Treppen, aber in dem Moment bin ich runtergelaufen. Und ich habe sehr großes Glück gehabt, dass niemand vor der Tür stand. Und ich bin aus dem Haus ganz ruhig rausgegangen, aus dem Haus mit meinem Stern. Ich habe nichts versteckt, denn wenn ich den verdeckt hätte und geschnappt worden wäre, war das alles sinnlos. Und ich bin zu sehr treuen, anständigen, arischen Freunden gefahren. Das war das Ehepaar Brüsehaber? Ja, Familie Brüsehaber. Und die wohnten, ich glaube, in der Nassauischen Straße, ich weiß nicht mehr genau. Und die nahmen mich auf, aber sie hatten selbst 2 jüdische Freunde schon bei sich beherbergt und haben dafür gesorgt,
dass ich von einem Friseur gebleichte Haare bekam. Dass er meine Haare, ich war dunkelhaarig natürlich, dass sich mich irgendwie verändert, eine Haare abgeschnitten und fing an, meine Haare zu bleichen. Die waren natürlich nicht sofort blond. Hier zeigen wir jetzt den zweiten Filmausschnitt, bitte. So, was wollen wir denn machen mit dem schönen braunen Haar? Färben bitte. Ich musste mich ja verändern. Sie möchte sie blond haben. Haare schneiden und eine Frisur und Meine Nichte. dann hat man drei Abende lang versucht, dass ich anders aussehe. Gut, wie blond wollen wir denn werden? Ich meine, andere Frauen sind auch blond geworden. Aus Eitelkeit oder aus Mode. Die Freunde hatten mir das Geld dazu gegeben. Ja, ja. Bisschen Schmerz muss sein, wenn man hübsch sein will. Und das werden wir in einer Sitzung auch nicht hinkriegen. Da müssen wir für morgen und übermorgen noch einen Termin machen. Gleiche Zeit wie heute? Ja, Gut. Wie heißt du? Hanni. Einfach nur Hanni. Hannelore. Hannelore. Und weiter? Winkler. Hannelore Winkler. Das war H und W, da konnte ich nicht viel vergessen an meinen Namen. Aber ich hatte nachher große Schwierigkeiten, meinen Namen wieder zu finden. Das war schon etwas später. In dem Moment, als ich mir einen neuen Namen und ein neues Aussehen gegeben habe, bin ich jemand anderes geworden. Irgendwas ist von mir abgefallen. Ja, Hanni, du hattest mir auch erzählt in Vorbereitung auf unser Gespräch, dass du durchaus das Gefühl gehabt hast, so als neugeboren zu sein. Ja, ich war ein anderer Mensch geworden und es war mir klar, dass ich mich so bewegen musste wie jeder andere Berliner. Dass ich nicht auffallen durfte, indem ich mich versteckte, das war mir klar. Aber wie alles weitergehen sollte, das lag noch etwas im Schatten. Und das ist auch die Freiheit des Filmes, hat eben diese Szene dargestellt, als wenn du zu Friseur gegangen bist. In der Realität war das so, dass die Frau Brüserhaber einen Friseur zu sich in der Wohnung geholt hat. Das war die ersten 2 Tage. Genau, und dann kurz danach, du musstest auch die Wohnung dann verlassen. Ja, ich musste, die konnten mich nur 3 Tage behalten, es war kein Platz auch. Und sie hatten den Friseur in dem Abend noch, ein Bekannter wahrscheinlich, zu sich kommen lassen, damit die ersten Anfänge, damit das angefangen hatte, blonde abschneiden. Naja, und dann gab man mir Geld, um dass ich dann von Zeit zu Zeit die schwarzen Stellen wieder abräumen musste. Und Hanni, wohin bist du dann gegangen, Bitte? nachdem du bei Brüserhabers warst? Also Familie Brüserhaber hat mich auf irgendeinen Weg zu einer, wollen wir sagen, zu einer Portierfrau in der Landgrafenstraße. Das war eine sehr feine Gegend. Da waren so Villen, also Eigentümerhäuser, und das war direkt am Brüdervereinshaus, wo der Brunner gelebt hat. Ich glaube, da war der Brunner, der Gestapo. Die ging auf dieses Brüdervereinshaus in der Kurfürstenstraße, ging das direkt zu. Aber naja, da waren wir ja sicher, nicht? Und ich konnte bei der Frau eine kleine Zeit bleiben, aber ich hatte ja das Problem mit meinem Finger. Genau, und das war eben die Verletzung dann in der Spinnstofffabrik. Es wurde schon behandelt von einem jüdischen Arzt. Die jüdischen Ärzte, die überhaupt noch jüdische Patienten behandeln durften, lebten fast alle in sogenannten Mischehe. Sie hatten ja nicht jüdische Frauen und sie dürfen sich nicht mehr Ärzte nennen, sie würden Judenbehandler genannt. Es wurden Listen veröffentlicht in dem jüdischen Nachrichtenblatt von diesen Ärzten.
aber dein Finger wurde immer schlimmer Naja, das ist und du wahr. bist nicht zurück Ich zu war einem einer jüdischen Arzt. Blutvergiftung nah. Und ich bekam dann Geld von den Freunden. Und da haben sie mir erklärt. Denn ich bin zu verschiedenen Ärzten gegangen. Aber ich bin wieder rausgegangen, weil im Vorzimmer immer jemand saß, der die Personalien aufgenommen hat. Das konnte ich mir nicht leisten. Und dann haben mir meine Freunde erklärt, dass wenn ich als Privatkunde gehe, brauche ich ja keine Personalien abgeben. Und sie gaben mir Geld und ich ging zu irgendeinem dort, den man mir empfohlen hatte, glaube ich, in der Nähe von der Solmstraße sogar. Und der hat dann meinen Finger zu Ende gepflegt. In dieser Zeit, als du dann in einem kleinen Raum in dieser Villa glebt hast, aber erzähltest du auch sowieso in der ganzen Zeit, du hast ja gar nicht im Versteck gelebt, sondern du hast dich in der Stadt bewegt. Und wir sehen, wie das im Film dann dargestellt wird. Ich soll sprechen? Entschuldigung. Es kommt erst ein Filmschnitt. Ich kann zwar bei einer Frau schlafen, doch tagsüber muss ich verschwinden. Ich gehe dorthin, wo viele Menschen sind. Am Kurfürstendamm falle ich am wenigsten auf. Hoffe ich. Solange ich noch meinen Namen hatte und mein Aussehen, musste ich mich ja ducken. Und nun musste ich lernen, nicht mehr geduckt zu sein. Das muss man lernen, sich in der Straße zu bewegen wie andere und versuchen, nicht Angst zu haben oder zurückzuschrecken oder so. Ich darf mich nicht mehr ängstlich zeigen. Es kann dir keiner was tun, denn du lebst ja nicht. Du bist ja nicht mehr offiziell da. Guten Tag, junge Dame. Sie scheinen sich für den Film zu interessieren. Ich weiß noch nicht. Ich habe mich dazu gezwungen, irgendwie anders zu reagieren. Darf ich Sie ins Kino einladen? Und vielleicht übertreibt man dann dabei. Nein, danke. Mein Verlobter kommt gleich. Schade. Auf Wiedersehen. Aber ich habe mir angewöhnt, mich genau umzusehen. Wo immer ich bin, lasse ich meine Augen unauffällig überall hinwandern und schaue mir jeden Menschen an, falls ich, Gott behüte, ein bekanntes Gesicht entdecke. Ich verhalte mich wie jeder andere auch, aber ich passe doch immer vorsichtig auf, ob mich jemand erkennen könnte. Zwei Fassbrausen, bitte. Guten Tag, Hanni. Hallo, Frau Berger. Ich habe dir was mitgebracht. Es brennt ein bisschen. Danke. Etwas Geld für dich. Du musst ja auch bald wieder zum Friseur, nicht? Ich habe gedacht, ich bin die Einzige. Ich habe mir nie vorstellen können, dass noch andere dasselbe tun. Ja, eigentlich die meiste der Zeit warst du dann in der Stadt unterwegs, bist rumgelaufen, musste man aber ständig auf der Hut sein natürlich. Und der Film zeigt das so dar, als wenn du durchaus am Selbstvertrauen gewonnen hast. Ja, ich habe an Selbstvertrauen gewonnen und habe mich dann doch bewegt wie jeder andere. Aber ich bin zweimal den sogenannten Greifern über den Weg gelaufen. Das waren jüdische junge Menschen, die auch untertauchen wollten, aber geschnappt worden sind. Und man hat sie bedroht und die Eltern von ihnen, wenn sie nicht andere Leute denunzieren. Und die gingen dann über den Kurfürstendamm und über die anderen Straßen. Hinter ihnen ging die Gestapo und sie konnten jeden Menschen ansprechen und Papiere verlangen. Ich hatte natürlich keine. Und
Ich bin zweimal ihm begegnet, einmal auf dem Kurfürstendamm in der Nähe vom Kranzler. Und ich habe ihn von Weitem, ich kannte diesen Rolf Isaacson aus dem einfachen Grunde, weil in der Schicht gearbeitet hat, in der Winzerfabrik, die uns abgelöst hat, sodass ich ihn kannte und er mich eigentlich auch kannte. Aber wie ich ihn von Weitem gesehen habe, bin ich in eine andere Straße gegangen. Aber dann habe ich ihn einmal getroffen in einer Unterführung und bin ganz kalt an ihm vorbeigegangen und er hatte auch gar nicht auf mich geachtet. Das war ein großes Glück. Ja, einige von Ihnen werden wohl die Geschichte von Stella Goldschlag bekannt sein, also die bekannteste jüdische Greifer. Die Geschichte ist jedoch komplexer als sehr oft dann dargestellt. Ihre Eltern, sie alle drei, haben Zwangsarbeit leisten müssen bei einer Firma namens Erasch & Grätz. Und die Gestapo hat Stella Goldschlag versprochen, die Eltern nicht zu deportieren, wenn sie dann auch als Greifer, als Personen dann fungiert, die anderen untergetauchten Juden identifiziert. Natürlich wurde dieses Versprechen nicht eingehalten. Die Eltern von Stella Goldschlag sind dann auch deportiert. Aber es gab vor etwa 3 Jahren einen interessanten Aufsatz von Doris Tausendfreund über Stella Goldschlag, die das stellt natürlich dar, dass Stella auch verantwortlich war für die Denunzierung von einiger 100 untergetauchten Juden, aber gleichzeitig hat die anderen dann doch gewarnt. Also ist nicht so schwarz-weiß in dieser Zeit, ist alles viel komplexer, als es sehr, sehr häufig dargestellt wird. Ich möchte einen ganz kurzen Schritt zurück, Hanni. Du bist mit dieser Portiersfrau dann nach Schlesien gefahren und war es dann die Gedanken dabei, dass du vielleicht dort eher dann sicherer unterkommen konntest? Nein. Es gab natürlich wieder nicht viel zu essen in Berlin und diese Frau stammte aus Kreuzburg und hat sich wahrscheinlich, sie hatte einen kleinen Sohn von 3 Jahren und hat sich wahrscheinlich gedacht, dass man dort Butter und alles Mögliche, was man in Berlin nicht kriegt, bei den Bauern finden kann. Und das war, ich weiß nicht mehr heute, wo Kreuzburg ist, aber jedenfalls hat sie zu mir gesagt, entweder Sie kommen mit, die Frau war da natürlich auf dem Laufenden von meiner Situation, entweder Sie kommen mit oder Sie gehen. Ja, was tun? Da ist mir eingefallen, dass es Postausweise gab. Postausweise konnte man bekommen, wenn ein Briefträger sie kannte, weil er ihnen immer Briefe brachte und so weiter. Und aufs Geratewohl bin ich mit der Aushilfsbriefträgerin, die bei uns die Briefe brachte, habe ich sie gefragt, ob sie mich zur Post begleiten würde, um zu sagen, dass sie mich kannte. Ja, und da sind wir dann zur Post gegangen und ich musste mir einen neuen Namen ausdenken natürlich. Und ja, und dann hat sie gesagt, ja, ich kenne die junge Frau, die junge Dame, und egal wie, ich kenne sie, Sie können ihr vertrauen. Aber wie nennt sich das, der Postmeister oder der jedenfalls, der verantwortlich war für dieses Postamt, hat gesagt, ja, aber das ist nicht mein Revier. Ach, ja, sag ich, wissen Sie, ich hatte gute Freunde in der Mackenziestraße, in dem Haus, wo meine Großmutter gelebt hatte. Die Portierleute waren mir sehr gut zugetan und haben ja auch mein Gebetbuch und verschiedenes anderes versteckt und haben gesagt, du kannst unsere Adresse angeben, wir kennen dich nicht. Okay, also dann habe ich gesagt, ja, ich wohne da, aber ich bin immer da und die kennen mich nicht und so. Hat er gesagt, gut, also kommen Sie morgen wieder. Ich meine, ich bin mit ziemlich klopfendem Herzen den nächsten Tag wiedergekommen und er hat mir den Postausweis auf den Namen
Hannelore Winkler übergeben. Heute denke ich, es war ein sehr älterer Herr, heute denke ich, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat und mir den Postausweis aus diesem Grunde gegeben hat. Und mit diesem Ausweis konntest du dann mit nach Schlesien Der fahren? Ausweis war gültig wie eine Identitätskarte, wie eine Kennkarte. Und so dann haben mir wieder die Freunde Geld gegeben und ich konnte dann mit der Frau und ihrem Kind nach Kreuzburg fahren. In Breslau kamen dann die, wie man sie nannte, Kettenhunde, die Militärpolizei. Und das ging ganz glatt über die Bühne, hat nichts weiter, keinen Anstoß erregt. Und so bin ich dann in Kreuzburg angekommen. Aber ich muss dazu sagen, der Bruder meiner Großmutter lebte mit seiner Familie in Beuthen. Der Bruder meiner Großmutter hatte eine Arischfrau geheiratet und hatte eine Familie von 4 erwachsenen Menschen, die alle, naja, sie waren Halbjuden, aber er war die Minderheit in dieser Gruppe, sodass er bei seiner Familie bleiben konnte. Er war natürlich sehr alt. Und ich hatte sie vorher benachrichtigt, dass ich sie eventuell besuchen würde. Und das habe ich dann auch getan. Ich wollte nicht in Kreuzburg bleiben. Und ich konnte auch nicht, denn nach 3 Tagen mussten sie sich bei der Polizei melden. Und so bin ich dann nach Beuthen gefahren und war wiederum 3 Tage bei meiner Familie, die ich so mit kennengelernt habe. Und wusste er, dass seine Schwester deportiert wurde, oder hast du ihm das gesagt? Das habe ich ihr dann erzählt. Du bist dann zurückgekommen und konntest dann doch bei dieser Portiersfrau nicht weiter wohnen? Also, ja. Und bist dann erstmals aufgenommen worden bei einer Familie, das war die Familie Most. Wir sehen jetzt hier ein Foto von der Familie und dort fühltest du dich erstmals richtig geborgen. Wie bist du eben zu dieser Familie gekommen? Es war traumhaft schön. Ich war wieder in einer Familie, in einer kultivierten Familie, die sehr offen waren und mich ein bisschen wie ihr Kind betrachtet haben. Das war ein Bruder, oben rechts war der älteste Bruder, hinter ihm war die jüngste Schwester, die war bei der UFA tätig. Die Dame in der Mitte war Lehrerin und der Herr nebenan war Zahnarzt. Aber es gab noch einen Dentisten, noch einen anderen Bruder, der im Feld war. Und sie nahmen mich auf und ich habe mich sehr geborgen gefühlt. Natürlich, wenn Luftangriffe waren, konnte ich nicht in den Luftschutzkeller. Wenn die Einflüge kamen, der Sohn von Herrn Most war Uhrmacher und er hatte viele Ersatzteile. Er lebte nicht in Berlin. Er hatte viele Ersatzteile mitgebracht, hatte sich beschafft, um Uhren trotzdem zu reparieren. Und diese Uhren, die zu reparieren waren, wurden von dem jüdischen Herrn repariert, der bei meinen Freunden Brüserhaber untergetaucht war und der mich zu dieser Familie gebracht hat. Und bitte? Entschuldigung, du konntest dort mehrere Monate bleiben? Ja, ich habe natürlich gedacht, ich kann da immer bleiben, aber so war es nicht. Und dann war der Herr Most war Filialleiter vom Lokalanzeiger und hatte wohl zu Hör gehört, dass der totale Krieg ausgerufen werden wurde. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Da wurden ältere Männer auch wieder eingezogen. Und da die ganze Familie und er besonders dagegen war und nicht mitgehen wollte, musste ich das Heim verlassen. Wir schauen den nächsten Filmausschnitt an, bitte.
das Kino gegangen. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Film war. Und habe mich gewundert, dass neben mir der Platz leer blieb. Die dritte, 25 Infanteriedivisionen und 15 Panzerverbänden geführte feindliche Großoffensive gegen die Festung Kurland ist unter ungeheuren Blutopfern und dem Verlust von einem halben Tausend Panzer für die Bolschewisten blutig zusammengebrochen. Wo der Angreifer sich zeigt, wird er von schweren Waffen... Und dann war das Kino aus. Und es war irgendein komischer Film, Liebesfilm, ich weiß nicht was. Verzeihung. Darf ich Sie fragen, ob Sie vielleicht Lust hätten, mit mir spazieren zu gehen? Ja, also ich habe gerade meinen Einberufungsbefehl bekommen. Und ich bin in 3 Tagen Soldat. Das hat mich ein bisschen angerührt, erstens. Und zweitens habe ich nichts anderes zu tun. Wohnst du nicht hier in der Nähe? Nein, ich wohne in Tempelhof. Bei deinen Eltern? Bei Freunden meiner Mutter. Und wieso gehst du mal hier ins Kino? Woher weißt du das? Meine Mutter hat mir erzählt, dass du fast jeden Nachmittag ins Kino gehst. Die Frau an der Kasse, das war seine Mutter. Und da war eine Platzanweiserin. Und er hat der Platzanweiserin angewiesen, den Platz nicht zu besetzen. Das hast du ja schlau angestellt. Wahrscheinlich hat er andere Absichten gehabt. Das weiß ich nicht. Anni, ich wollte dich fragen, ob du meine Mutter besuchen kannst. Du möchtest, dass ich deine Mutter besuche? Ja. Mein Vater ist schon sehr alt und sie hat sonst niemanden. Damit sie jemand hat, mit dem sie sprechen konnte, will man so sagen. Da ich jetzt weg muss, will ich nicht, dass sie sich alleine fühlt. Ja. Wir können das laufen lassen, bitte. Entschuldigung, wir schließen jetzt. Sagen Sie, waren Sie nicht gestern schon in dem Film? Ja, aber so doll ist er doch gar nicht. Frau Kolter? Woher wissen Sie? Ich habe mit Ihrem Sohn gesprochen. Wir waren zusammen spazieren. Da habe ich ihr dann gesagt, ich bin Jüdin, ich bin verfolgt und ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich schlafen soll. Und da hat sie zu mir gesagt, Sie kommen zu mir. Warten Sie hier. Ich schließe nur kurz ab. Wenn uns jemand fragt, dann bist du die Tochter meiner Schwester, meine Nichte. Nun muss man sich vorstellen, die beiden Menschen waren sehr bescheiden situiert. Nun kommt da eine stockfremde Person, der sie aus dem Herzen raus Mal, sie ist eingeschlafen. Obdach geben, Wir stellen ihr die Liege auf. für die sie ja zum Teil sorgen müssen. Aber das ist mir erst später aufgegangen. Ja. Das Einzige, was mir aufgegangen ist, ist, dass ich ruhig schlafen konnte. Und dass ich Menschen gefunden habe, die wieder Menschen waren. Ja, das war November 1943. Du bist zum Ehepaar Kolzer in der Nollendorfstraße. Und dort konntest du 1,5 Jahre lang bleiben, bis zum Kriegsende. Also diese einfachen Leute haben dich dann aufgenommen, der Sohn war im Feld und haben dich dann geschützt und ein Zuhause gegeben. Ich bin zu diesen Menschen gekommen
an dem Tage, an der erste Großangriff auf Berlin war. Es lag nach diesem Alarm alles in Schutt und Asche. Es war im November 1943. Wir sind durch Rauch und Flammen gelaufen aus dem Kino, wo sie gearbeitet hat. Der Mann hatte sie immer abgeholt und wussten nicht, ob überhaupt noch etwas steht. Und dann kamen wir an der Neuendorfstraße an, Ecke Maaßen. Und das ist heute noch für mich ein Wunder. Die Straße war unversehrt. Es gab keine Flammen, es gab keinen Rauch. Ich weiß nicht, ob er ganz unversehrt war, aber in dem Moment ja. Und ich glaube, da sind wir eine Familie geworden. Denn sie hatten dasselbe gefürchtet. Und so habe ich meinen Einzug bei der Familie Kolzer gehalten. Und sie ist mir Mutter geworden. Sie hat immer daran gedacht, dass vielleicht auch ihrem Sohn im Krieg geholfen wird. Und glücklicherweise ist das auch gewesen. Und sie ist mir Mutter geworden. Dann ist ihr Mann gestorben während des Krieges. Und da sie nicht in den Luftschutzkeller gehen konnte, in ihrem Haus nicht, damit man nicht unbedingt weiß, dass ich dort wohne oder schlafe, sind Herr Kolzer und sie, und Herr Kolzer war sehr, sehr, sehr viel älter wie sie. Sind sie mit mir in den Bunker in der U-Bahnhof Neuendorfstraße gegangen. Und zwar gingen wir dann schon einige Stunden vorher, denn in diesem U-Bahnhof waren eine Art Zellen eingerichtet, wo man sitzen konnte, nicht? Und dann haben wir dort die Nächte verbracht, wollen wir mal so sagen, bis der Alarm dann weg war und wir wieder nach Hause gehen konnten. Und irgendjemand hat die Hand über das Haus gehalten. Es ist nie etwas passiert. Der einzige Blindgänger, der einzige Bombe, die da in den Hof gefallen war, war ein Blindgänger. Und ich kann Ihnen heute noch sagen, dass mir dieser Ort Heimat und heilig geworden ist. Ich bin stets und ständig mit den Nachkommen von Frau Kolzer in enger Verbindung. Sie sind wie meine Familie und es wird demnächst diese Wohnung ist von einem Norweger gekauft worden, ich glaube, der war mal Botschafter in Berlin. Und er hat veranlasst, er hat das gehört von mir, und dann hat sich die Hausgemeinschaft eine Gruppe gebildet und haben veranlasst, dass in dem Hof eine Gedenktafel, eine Ehrentafel angebracht wird für diese tapferen Menschen. Und am Sonnabend wird eine andere Tafel angebracht, an der Straßenseite, die auch nicht nur Herrn und Frau Kolzer ehrt, sondern auch ihren Sohn. Und es liegt mir immer wieder am Herzen, um zu betonen, dass die Familie Most und die Familie Kolzer die Helden waren, ohne die ich heute nicht mehr leben würde. Denn sie haben sehr, sehr viel Opfer bringen müssen, um mich zu ernähren, um mich zu beschützen, und sind vielen Sachen aus dem Wege gegangen. Ja, und beide Familien sind ja anerkannt als Gerechten der Völker, dank die Bemühungen von Hannie Levy und von Bertha Kröss-Mahler. Hannie Levy hatte natürlich wirklich eine große Fortune, dass sie
wirklich über so einen langen Zeitraum bei einer Familie dann unterkommen konnte. Sehr, sehr viele von den Überlebenden haben eine ganz andere Odyssee hinter sich, bei dem sie teilweise bis zu 50 Helfer dann gehabt haben. In dem Film ist auch die Geschichte von Ruth Gumpel, geborene Arndt, erzählt, die mit ihrer Familie überlebt hat, aber getrennt und an sehr, sehr verschiedene Orte. Hier sehen wir ein Foto von Hanni aus dem Jahr 1944. Hanni, du hast mir gestern Abend erzählt, dass diese Frisur einen besonderen Namen hatte. Diese Frisur hat man genannt, alles nach oben. Weil wenn die Luft, wenn die Alarme vorbei waren, hat man gesagt, alles geht nach oben, alles geht wieder nach oben. Und ja, sowas. Wie hast du die Befreiung erlebt? Schlecht. Die Befreiung hat uns überrascht. Am 29. April, warum ich das behalten habe, das war der Todestag meiner Mutter. Und da kamen dann plötzlich russische Soldaten in den Keller. Und da hat mich Frau Kolzer wieder versteckt. Unter einem großen Haufen, ich weiß nicht mehr, was das war. Und ja, und dann saßen wir die ganze Nacht in dem Keller. Und es wurde auch ein Mensch erschossen in dem Keller, weil dieser Soldat, die da waren, der war völlig blau und der hat irgendwas gesagt, die Frau, und ich weiß nicht mehr was, ich weiß es nicht. Es war etwas weiter entfernt von uns, wo wir gesessen haben, und er hat die erschossen. Und dann durften wir langsam nach oben. Und wie wir dann ins Haus gekommen sind, mussten wir einige, was wir so im Keller hatten, wieder hochbringen. Und da da kamen Russen runter und die haben Frau Kolzer weggeschickt und haben mir die Pistole auf die Brust gehalten und haben gesagt, haben mich bedroht. Aber inzwischen Frau Kolzer hatte den Kommandanten geholt, der im Haus gelebt hat. Und so bin ich befreit worden und wir sind dann zu Fuß 2 Tage lang nach Zehlendorf gelaufen, wo die Familie Wurst lebte, und so waren wir alle wieder zusammen. Du warst ja 21 Jahre alt beim Kriegsende. Da wurde dann doch Kontakt zu Verwandten in Frankreich hergestellt. Ja, der Bruder meiner Mutter lebte in Paris, lebte in Frankreich. Und seltsamerweise konnte man während des Krieges über die Schweiz, in die Schweiz schreiben. Und dort lebte ein Cousin meines Onkels, dem ich Nachricht geben konnte, dass ich lebte. Und mein Onkel hat mich wahrscheinlich gesucht und hat mich durch das Rote Kreuz gefunden, weil ich mich dort angemeldet hatte. Und so bin ich nach Frankreich gekommen. Allerdings erst Ende 46. Ende 46. Und du hast auch in Berlin dann nach dem Krieg auch gearbeitet. Bitte? Du hast in Berlin gearbeitet nach dem Krieg. Ich habe nach dem Krieg, also gleich nach dem Krieg, bin ich angestellt worden bei der US Army, bei einer Fallschirmkompanie als Sales Girl. Ich habe dort Zeitungen verkauft. Die hatten einen Zeitungsstand in ihrem Campus und dort habe ich die Zeitung natürlich nicht für mich, sondern für die Soldaten verkauft und habe dadurch ein bisschen Englisch gelernt und konnte aus dem PC meiner Mutti endlich gute Sachen zu essen mitbringen. Frau Kolzer, du bist ja dann nach Frankreich Ende 46, dort hast du deinen Mann kennengelernt und 48 habt ihr geheiratet. Anni, konntest du, da wir, glaube ich, fortgeschrittene Zeit haben, doch
im Kurzen erzählen, was das Schicksal von deinem Mann und seiner Familie war? Mein Mann war gebürtig aus Münster. Die ganze Familie stammt aus Münster in Westfalen. Und wurde 1937 aus Deutschland als Franzosen ausgewiesen, die ganze Familie. Warum? Weil der Großvater meines Mannes in der Zeit im Elsass geboren wurde, als das Elsass französisch war. Und er war deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg und französischer im Zweiten. Und Frankreich hatte nach diesen ganzen Wirren die Menschen, die in dieser Periode geboren waren, im Elsass, in der französischen Zeit geboren waren, reintegriert. Das heißt, man hat ihnen wieder die französische Staatsbürgerschaft gegeben. Und so kamen meine Schwiegereltern, meine Familie meines Mannes nach Frankreich. Und da sie natürlich kein einziges Wort Französisch sprachen, gingen sie nach Straßburg, weil da sprach man Deutsch. Und 1,5 Jahre später brach der Krieg aus und da wurde die ganze Straßburger Gegend Front. Und dann hat man sie in die Dordogne, in Périgueux, nach der Périgord, evakuiert. Und dort haben sie dann den ganzen Krieg glücklich überstanden. Und dein Mann hat ja in der Mein Resistance Mann ist von der Miliz mitgenommen worden und ist in ein Lager gekommen in der Gegend, in der Nähe von Limoges. Und glücklicherweise 2 Tage später ist die Resistenz von einem ganz bekannten Kommandant geleitet gekommen, hat das Lager befreit. Und mein Mann ist dann in die französische Resistenz gekommen. Habt ihr miteinander Deutsch gesprochen, als ihr euch kennengelernt habt, oder Französisch? Bitte? Als ihr euch kennengelernt habt, habt ihr Deutsch miteinander gesprochen Ja, oder Französisch? natürlich, ich konnte ja kaum Französisch. Und wann warst du zum ersten Mal wieder in Berlin? Weihnachten 52. Mein Sohn war im Juli geboren und Familie Most und Familie Kolzer haben ein großes Weihnachtsfest gemacht und ich habe ihn meinen Mann vorgestellt. Und seitdem ist der Kontakt nie wieder abgebrochen. Meine Kinder kannten, mein Sohn und meine Tochter, die hier anwesend ist, sind von den Volzers und von den Mosts ein bisschen verwöhnt worden und sie waren Familie. Ich konnte glücklicherweise in Paris Frau Kolzer einladen und sie verwöhnen nach all das ich konnte ihnen danken. So. Bei einem von den Besuchen, Hanni, hast du ja eben diese Grabstein machen lassen für deine Eltern und dann auch für deine Großmutter, die in Theresienstadt dann ermordet wurde, umgekommen ist. Hier sehen wir der Grabstein, der jetzt auch heute auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee steht. Hier ein Foto von der Familie, also Hanni mit ihrem Mann und voilà, meine den Kindern. Familie, mein Mann, mein Sohn und meine Tochter. Das war der Bar-Mitzvah-Tag von meinem Sohn. Und René, der Sohn, hat mir gestern Abend dieses Foto geschickt, um das mit Ihnen teilen zu können. Du hast also auch sehr früh mit deinen Kindern über deine Überlebensgeschichte dann gesprochen. Du hast sehr früh mit deinen Kindern über deine Überlebensgeschichte. Meine Kinder sind mit meiner Geschichte aufgewachsen. Aus dem einfachen, mehr oder minder, aus dem einfachen Grunde, weil ja die Leute aus Berlin dann zu mir kamen. Und da zeigt man, wie die erste Gedenktafel gemacht worden ist. Also da neben mir
ist die Enkelin von der Frau Kolzer. Daneben steht meine Tochter und mein Sohn daneben. Und darüber steht meine Enkeltochter und meine Schwiegertochter und die Witwe von Herrn Oskar Kolzer steht neben mir mit ihrem Sohn Helmut und mit Helmut. Und das ist der Sohn, jetzt sehe ich gar nicht genau, wer das ist, hinter Frau Kolzer. Damian. Und das ist der Sohn von der Enkeltochter, das ist der Urenkel von Frau Kolzer, der große Blonde. Und sie wird ja am Samstag auch dabei sein, als die Plakette dann an dem Haus dann angebracht wird, am kommenden Samstag, Samstagabend. Hanni, mit dieser Geschichte, wann hast du zum ersten Mal als Zeitzeugen fungiert? Wann warst du zum ersten Mal als Zeitzeugen denn eigentlich tätig, um mit Schulklassen zu sprechen? Ich bin aufgefordert worden, Frau Sarah Hiron, über die Zwangsarbeit zu sprechen. Vorher ist mir das gar nicht eingefallen. Und da es von der Zwangsarbeit ging, da bin ich hergekommen. Und so hat mich Herr Pomeranz und Frau Hiron jedes Jahr eingeladen, damit ich Ihnen und jungen Leuten und jungen Menschen eine Geschichte erzählen kann, die nicht nur Gräuel ist, sondern von optimistisch und Menschen spricht, die mit Herz und Mut und vielem Opferbereitschaft Menschen gerettet haben. Hanni, ich danke Ihnen. Ich bin nicht fertig. Ich habe ja noch 2 Bilder. Interessant, wir haben darüber gesprochen, dass du das eben in Frankreich nicht getan hast. Du sprichst mit Schulen in Frankreich nicht. Aber vielleicht zum Schluss wollte ich auch mal das Publikum mal erzählen, das sollst du ja tun, wie es dazu gekommen ist, dass deine Biografie überhaupt in diesem Film dann reingekommen ist. Das ist dazu gekommen, dass der Urheber des Filmes, Herr Klaus Reffle, zu Frau Kosmala gegangen ist, die das Memorial der stillen Helden geleitet hat und sie um dokumentarische, also wollen wir sagen, einzusehen in einige Schicksale, denn er hatte einen Fall gefunden, und er hatte 3 oder 4 Leute rausgesucht und dann hat Frau Kosmala ihm vorgeschlagen, mich zu treffen. Und du warst auch teilweise dabei, auch als die Szenen gefilmt wurden. Also du hast dich nicht nur ein Interview... Ich war nur dabei im Wuppertal, mit meiner Tochter, wie die Szene gefilmt worden ist bei dem Friseur. Und hier sehen wir Hanni Levy zusammen mit Alice Dwyer, die Hanni Levy in dem Film spielt. Und ich habe Kollegen dieses Foto heute gezeigt und sie haben gesagt, aber das ist ja eine große Schauspielerin. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe sie ja letzte Woche bei einer Veranstaltung an der Gedenkstätte Deutsche Widerstand, sie ist nicht besonders groß, aber da ist schon ein gewisser Unterschied. Also durch diesen Film, Hanni, ist deine Biografie wirklich sehr bekannt geworden. Dieser Film, die auch im April auf DVD erschienen ist auf sehr viele Filmfestivals gezeigt worden, überall in der Welt. Das kommt in den Kinos in Amerika demnächst, hat Herr Reffle mir erzählt. Es ist in Japan gezeigt worden, es ist in Israel gezeigt worden, mit sehr, sehr großer Beobachtung. Und du bist nach wie vor sehr viel unterwegs. Und dafür wünsche ich im Namen des Museums, aber sicherlich im Namen von allen hier im Saal, alles Gute, vor allem
beste Gesundheit für dich und deine Familie, die wir hier dann gesammelt sehen. Darf ich Ihnen meine Familie vorstellen? Eine wunderbare Familie. Wir halten sehr zusammen. Und meine Kinder, mein Sohn, meine Tochter, meine Enkelkinder beschützen mich sehr. Und ich möchte sagen, das ist, glaube ich, aufgenommen am Geburtstag 2016, also du 92. Also du wirst mit den Jahren immer schöner. Vielen Dank. Darf ich mich jetzt bei Ihnen bedanken, dass Sie so zahlreich gekommen sind, um zu hören, dass nicht alle Mörder waren und dass es auch Menschen gab mit großem, großem Herzen und viel, viel Liebe. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig für die und dass ich heute hier in Berlin wieder wunderbare Freunde habe, sei es im Haus, sei es woanders, aber ich habe treue und sehr liebevolle Freunde und bin darüber sehr glücklich und freue mich stets wieder in meine Heimat zu kommen. Du bist eine sehr, sehr gern gesehene Gast bei uns. Ich freue mich auf den Workshops und wir hoffen, dass du oft dann bei uns sein werden. Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Besten Dank.